Ahoi und Tag gesagt, heute und nur hier teste ich das Night Sky LED-Set von Lucky Reptile. Eine Nachtbeleuchtung fördert weder Pflanzenwuchs noch steigert es das Wohlbefinden der Tiere. Dieses LED-Set hier ist eine Alternative für alle, die auch nachts mehr im Terrarium erkennen wollen. Ich habe die Nacht-LED in einem kleinen Terrarium, in einem großen Terrarium und schließlich über einem Aquarium installiert und getestet. Das Set kommt mit 3 blauen LEDs daher und einem Transformator mit Kippschalter und Netzstecker. Der Energieverbrauch liegt bei 0,2 Watt pro LED. Laut Hersteller gibt es keine Wärmeentwicklung. Die LED ist in leichtem Metall eingefasst, ist also nicht aus Plastik, hat einen konischen Zylinder zum Abnehmen und eine Kontermutter zum Verschrauben. Am anderen Ende befindet sich die 2-Pin-Steckverbindung, die in den Transformator eingesteckt wird. Das Herzstück ist der elektrische Transformator. Hier können bis zu 6 LEDs aufgerüstet werden. Der Kippschalter ist sinnvoll, so muss man nicht jedes Mal den Stecker ziehen beim Ein- und Ausstecken. Das Kabel zwischen Stecker und Schalter ist genau 1,50 Meter lang. Als erstes möchte ich wissen, wie stabil dieser Transformator ist. Wenn man so wie ich hier an diesem Gerät rumrödelt, löst sich nur die Steckverbindung und kann wieder eingesteckt werden. Hier ist nichts verklebt und kann somit auch nicht kaputt gehen. Das finde ich schon mal einen Pluspunkt. Um die Verbindung sachgemäß zu lösen, muss man die beiden Plastiknasen leicht auseinanderdrücken. Ein weiterer Pluspunkt, wie ich finde, sind die 1,90 Meter Kabellänge. Ich hatte Geräte fürs Terrarium in den Händen, die hatten sehr viel kürzere Kabel. Wenn man allerdings 6 LEDs verbaut, produziert man schnell einen zusätzlichen Kabelsalat. Die Steckverbindung passt durch eine 10 mm Bohrung, die LED ist einfach zu installieren und lässt sich stabil verschrauben. Ich habe hier 3 Teststrecken vorbereitet. Eine LED verbaue ich in meinem Nano-Terrarium mit 40 cm bis zum Bodengrund. Dann habe ich eine LED in meinem größten Terrarium verbaut mit einer Höhe von 1,90 Meter. Man erkennt gut den Vorteil von einem langen Kabel. Und letztendlich teste ich die Night Sky LED, wie sie auf Feuchträume reagiert, hier unter einem Luftheber direkt über dem Wasser im Aquarium. Ungeschickt wie ich bin, ist mir die LED natürlich ins Wasser gefallen. Feuchter geht's nicht und wir kicken mal, ob die LED das überlebt. Kommen wir also zur Performance, hier gleich im ersten kleinen Terrarium. Man blickt direkt in die LED und wird leicht geblendet. In diesem etwas höheren Terrarium kommt die LED dennoch richtig gut zur Geltung und leuchtet die 40 cm bis zum Boden komplett aus. Hier hat mich die LED doch positiv überrascht. Im Aquarium hat die LED den Absturz ins Wasser überlebt und auch unter dem Luftheber scheint die Feuchtigkeit der LED nicht weiter zu schaden. Man erkennt, dass das Wasser die Lichtstärke etwas dimmt, doch zum Zwerggarnelen beobachten reicht es allemal. Außerdem gefällt mir der blaue Blaseneffekt. Ich glaube, diese LED behalte ich da. Um mal zu zeigen, wie spottig die LED ist, habe ich sie noch über ein längliches Aquarium installiert. Hier erkennt man, dass die LED es auf die kurze Distanz nicht schafft, das komplette Becken auszuleuchten. Der ultimative letzte Test hier in meinem 1,90 Meter Schrank. Mal sehen, wie weit die LED zum Boden kommt. Die Kamera zeigt das nur bedingt, aber man kann sehen, dass doch die Hälfte mit dem kleinen Spot ausgeleuchtet werden kann. Am Boden erkennt man allerdings nicht mehr wirklich etwas von dem Licht. Hier die 3 LEDs mal im Vergleich zu einer professionellen Aquarium-Nachtbeleuchtung. Dafür, dass hier immer nur eine LED im Einsatz ist, erkennt man erstaunlich viel im Terrarium und sogar unter Wasser erzielt die Night Sky doch einen dezenten Spot-Effekt. Mein Fazit kurz und knapp: Das Mondlichtspektrum wird eine LED nie ersetzen können. Wer empfindliche Tiere wie Chamäleons pflegt, sollte sich Gedanken machen, ob er überhaupt eine blaue LED nachts im Terrarium braucht. Anders als wie auf der Verpackung hat die LED ein konisches Alugehäuse. Wäre dieses Gehäuse etwas länger, würde man nicht direkt in das Licht schauen, auch wenn es nicht wirklich blendet. Die Kabel sind ausreichend lang, abnehmbar und somit kinderleicht zu installieren. Kabelsalat ist allerdings vorprogrammiert. Der Trafo ist stabil und gut verarbeitet. Der Kippschalter vereinfacht das Deinstallieren der einzelnen LEDs. Das Gerät wirkt ganz gut durchdacht. In Terrarien bis zu 60 cm kommt eine einzelne LED sehr gut zur Geltung. Aus der Entfernung wirkt das Licht eher dezent. Wenn man allerdings davor sitzt, ist eine LED völlig ausreichend. In hohen Terrarien beleuchtet diese LED nur den oberen Teil. In Feuchthabitaten ist die LED durchaus geeignet, auch ist sie nicht gleich kaputt gegangen, als sie mal für mehrere Minuten baden ging. Unter Wasser diffundiert das blaue Licht, wirkt etwas spottig und setzt eher dezente Akzente. Der Stromverbrauch ist gering und wie es LEDs so an sich haben, wird hier keine störende Wärme produziert. Mit knapp 26,50 €, die ich bezahlt habe, ist das Gerät nicht gerade günstig. Eine einzelne nachkaufbare LED kostet 7,15 €. Wenn man also die Lucky Reptile Night Sky auf 6 LEDs aufrüstet,
zahlt man summa summarum immerhin knapp 48 €. Für meine Zwecke bereue ich den Kauf des Lucky Reptile Night Sky LED-Sets nicht und gebe ganz klar einen Daumen nach oben. Das war's schon wieder hier aus Berlin von mir für euch. Bleibt gesund, ich denke an euren Daumen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.